So, hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, ich habe euch mal meine Videos mal so ein bisschen durchgeguckt und mir ist aufgefallen, dass ich über Wein noch nicht so wirklich was gemacht habe, was ich aber nachholen werde. Und zwar gibt es auch für Wein, das ist die Seite hier, die aufgeploppt ist, könnt ihr nachgucken, wer so alle Turniere gewonnen hat und so und wer mitgemacht hat. Und es gibt auch Turniere, aber ich meine mal zu behaupten, es steht momentan keine an. Da müsst ihr aber hier in die Gruppe joinen und die ist umsonst. So, wie und was bekommt ihr die Weinreben? Also, die Weinreben bekommt ihr einmal über das Phishing. Ähm, Da habe ich euch natürlich ein Video schon drüber gemacht. Bitte mal reingucken. Ansonsten tue ich es auch noch mal hier verlinken. Ähm, hier bekommt ihr für Coins auch Weinreben. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4. So, wenn ihr die Reben dann habt, dann müsst ihr hier dieses, ich sage dazu immer Gewächshaus, ähm, kaufen und hier reinladen. Die 4 Reben und reifen lassen. Was sage ich immer dazu? Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Das dauert ungefähr, ich müsste so lügen. Achtung, Spoiler-Alarm. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke mal so 1 oder 2 Tage. Dann dürfte es 100% sein. So, dann braucht ihr hier diese Weinreben. Da wie gefolgt auch. Ich um meine Sprachfehler. Ich entschuldige mich jetzt schon. Und ich weiß aber, die findet ihr ab und zu lustig. Ähm, Ihr braucht hier diese Weinreben und die müsst ihr wie gehabt mit Wasser und mit einer Sichel pflegen. Und jedes Mal, wenn ihr 50% habt, dann bekommt ihr wieder frische Reben raus. Wenn ihr auf Rebenjagd seid, müsst ihr nicht immer warten bis zu 300%, bis der komplette Wein fertig ist. Seid ihr aber auch auf dem Wein interessiert und wollt daraus Wein machen, dann braucht ihr wie bei den Feldern auch bei den neuen 300%. Und das ist manchmal Glückssache, wie viel da rauskommt, soweit ich weiß. So, hier könnt ihr so eine Art Checker, der ist umsonst, ja, könnt ihr eventuell prüfen. Ich weiß nicht genau, ich denke mal hier Sim-Checker, ja, also da könnt ihr gucken, ob das bei euch auf der Sim machbar ist oder nicht, ne? Ob da Wein funktioniert oder nicht. Dann braucht ihr hier diese Weinpresse. Und dann braucht ihr hier oben, wenn ihr das machen wollt, müsst ihr aber nicht zwingend äh, diese, diese Flaschen, also diese ähm, Flaschenpresse haben. Dafür braucht ihr aber erstmal, hier könnt ihr zum Beispiel, hier könnt ihr die Weinfässer lernen. Ne, hier könnt ihr hier wieder seht ihr die Weinfässer und könnt ihr die ganzen Weinfässer lernen. Jedes Buch kostet 25 Linden und ihr müsst sie alle 2 Monate, soweit ich weiß, auswendig, alle 2 Monate einmal wieder machen, damit ihr das Rezept nicht verlernt. Natürlich kann man auch mit dem Wein kochen, ne? Aber dazu braucht ihr den Wein. Hier müsst ihr dann den Wein in, oder ihr macht da auch Flaschen draus. Kann man auch machen, wie man will. Aber hier zum Beispiel sind, wie ihr ja schon seht, ähm, zum Wein machen. Es gibt Kartoffelwein, es gibt Reiswein, es gibt Honigwein, es gibt verschiedene Weine.
ne, Zuckerwein und so weiter und so fort, wie ich immer dazu sage. Also es gibt verschiedene äh, Dinger, wo ihr dann, was ihr alles aus Produkten aus Wein zum Ende Wein machen könnt. Ne? Es ist nicht nur immer, es ist nicht nur immer die Weinstöcke. Ne? Es gibt, wie ich schon gesagt habe, Reis, es gibt Getreide und so weiter und so fort. Ja, und dann natürlich, wenn ihr dann was lernen wollt, ich kann ja hier mal zum, kann ja hier mal aus seht ihr, hier kann man zum Beispiel aus Bier ein schönes Gericht kochen. Ähm, dann natürlich hier ne, die braucht er nicht, kann man auch Wein draus machen, muss man aber nicht. Man kann zum Beispiel sie auch kochen und dann kann man hier Sirup und Marmelade draus machen. Mit diesem Kala oder wie der auch immer heißt. Das kann ich nicht so wirklich gut aussprechen. Wo sind sie denn jetzt? Das wird sich ein bisschen. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne hierher kommen und könnt euch, wenn ihr das Buch nicht unbedingt haben wollt oder nicht haben möchtet, könnt ihr auf verschiedene G&S Ländereien hinspringen und könnt euch die Rezepte angucken und tut sie euch abfotografieren. Ne? Nur wie gesagt, ich lege euch, seht ihr, und da braucht ihr dann schon wieder für die neuen Rezepte, die sind bisschen neu, also, ne, die sind jetzt, ich müsste lügen, 2, 3 Jahre oder schon was. Spoiler-Alarm, ich weiß es nicht so wirklich ganz genau, aber wie ihr seht, braucht man dazu Wein. Ja, ja, dann sind das die neuen. Jetzt ist ja Halloween, ne? Jetzt geht's ja Halloween zu. Wie gesagt, es ist übermorgen. Heute ist der 29.10. Und da seht ihr Kürbis und so weiter und so fort. Ja, guckt euch gerne, wie gesagt, hier um. Und ja, das war alles so zum Thema, was ich weiß von Wein. Sollte ich wie immer was falsch gemacht haben oder was vergessen haben oder natürlich in dem Fall eventuell sogar alles richtig gemacht haben, äh, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare unten drunter und tut euch, tut euch keinen Zwang an, es nicht zu tun. Ja, ich reiße euch nicht den Kopf ab. Im Gegenteil, so kann ich nur lernen und mich verbessern. Also, und guckt, wenn ihr mal wollt, ein kleiner Spoiler-Alarm. Es gibt jetzt verschiedene Märkte auf Goa und so weiter und so fort. Da guckt auch mal gerne vorbei. Also, bis dahin, eure Sandy. Bleibt gesund, ne? Und bis auf bald.